Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomade-Shop, und heute zeige ich euch ein Video, was wir schon in manchen Videos schon hatten. Also es ist kein neues Produkt sozusagen, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich damit machen kann. Und zwar der Nubibus Pre-Styler oder auch Heavy Cream Pomade. Wir haben es als Pre-Styler im Shop bei Elementum. Selber ist es eben als Heavy Cream Pomade, das heißt, man kann es auch als Standalone hernehmen und nicht nur als Pre-Styler. Und das wollte ich euch heute zeigen eben. Dass man das eben nicht unbedingt kombinieren muss. Und ich wollte euch einfach zeigen, was ich da mit meinen Haaren machen kann, weil ich das Zeug echt viel benutze aktuell. Eigentlich immer in Kombination dann mit einer ölbasierten Clay oder mit einer ölbasierten Pomade oder mit einer glänzenden UVB zum Schluss. Genau, und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich mit meinen feinen Haaren damit machen kann. Die habe ich frisch gewaschen, noch leicht feucht gelassen, dass ich eben föhnen kann. Zum Produkt selber, es ist relativ viel Tonerde drin, das heißt, ihr bekommt immer einen matten Look. Das heißt, für all diejenigen, die Volumen und Glanz haben wollen, was ja bei einer ölbasierten nicht funktioniert, weil die ölbasierte macht ja die Haare schwer, das heißt platt. Für diejenigen, die Volumen und Glanz haben wollen, wenn ihr nicht von Natur aus voluminöses Haar habt, ist die Kombination eben von einem Pre-Styler und einer ölbasierten Pomade dann ideal. Dadurch alleine funktioniert das nicht, weil ihr eben durch die viele Tonerde das Ganze eben matt bekommt. Aber die Tonerde sorgt auch dafür, dass ihr eben das Volumen bekommt, weil sich das eben zwischen die Haare setzt, sozusagen die Tonerde. Ich finde es perfekt, bis auf den Duft. Der Duft ist das Einzige, was mich an diesem Produkt so ein bisschen bricht, ehrlich gesagt, weil es einfach einen Duft ist, der für mich, es ist schwarze Johannisbeere, aber nicht allein schwarze Johannisbeere. Für mich hat das immer so ein bisschen was von Johannisbeer-Joghurt. Also so eine leichte Joghurt-Unternote, die mich ein bisschen fertig macht, ehrlich gesagt, aber ich nehme es trotzdem her, weil es leider im Effekt einfach zu gut ist. Genau, und wie immer vorne, das ist zumindest unser Trick, so ein halbiertes Wattestäbchen einfach vorne reinpacken, dann bildet sich da kein Tropfen. Genau, die Haare sind frisch gewaschen, nichts drin, glatt wie immer, und dann packe ich da jetzt mal ein bisschen mehr in die Haare, weil ich das eben als einzelnes Produkt verwende. Und ihr seht, lässt sich super verteilen, ist halt eine UVB-Pomade sozusagen in etwas flüssiger. Und sie lässt sich zwar easy einarbeiten, aber auch hier wieder schauen, dass ihr es ordentlich bis runter verteilt und nicht nur einfach drüber schmiert. Genau, eine zweite Portion. In die Seiten noch rein oder von den Seiten rein. Schauen, dass hier oben gut reinkommt. Und dann noch eine dritte Ladung. Wie gesagt, diesmal spare ich nicht. Man könnte jetzt das Ganze auch einfach Luft trocknen lassen und dann könnt ihr im Laufe des Tages da halt wieder einfach durchbürsten oder durchkämmen, weil sie nicht aushärtet. Das ist eben eine UVB-Basis sozusagen, also aus Bienenwachs und Tonerden und ja, zum Beispiel auch Zucker, Seesalz ist drin, dass ihr eben den Halt bekommt. Und dann könnt ihr da das Ganze auch einmal nochmal durchbürsten, um einfach das Ganze noch ein bisschen besser zu verteilen. Aber ansonsten nehme ich meine Skelettbürste. Es geht auch eine Rundbürste, die ist nur für mich ein bisschen zu klein sozusagen. Das funktioniert dann beim Alex, der etwas kürzere Haare hat und seine Jelly Roll macht, deutlich besser. Das heißt, wenn ihr so sehr runde Tollen bauen wollt, dann funktioniert so eine Rundbürste ganz gut. Ansonsten eben eine Skelettbürste. Föhn dazu. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal. Es wird ein bisschen dauern. Wir werden das Video zusammenschneiden, weil ich jetzt einfach mal mir wirklich die Zeit nehme, das Ganze ordentlich zu föhnen. Und dann seht ihr am Ende, was dabei rauskommt. Und wer da jetzt noch behauptet, er bräuchte Haarspray, der verwendet zu wenig.
arbeitet es nicht richtig ein oder föhnt nicht richtig. Also das hält Bombe. Da ist wirklich nichts mehr zu machen. Wie ihr gesehen habt, ich habe von den Seiten oder die Seiten immer so rein und hoch gebürstet beim Föhnen und so ein bisschen wie der Alex sozusagen auch seine Jelly Roll macht. Und wie ihr seht, das hält halt 1A. Und dann kann man das Ganze nämlich noch weiter mit dem Kamm so ein bisschen, mit so einem groben Kamm hinstylen. Was ihr jetzt seht, was jetzt bei mir passiert, ist, dass da eben so kleine Strähnen immer rausbrechen. Das ist dadurch, dass es eben zu matt, zu trocken für meine feinen Haare ist. Deswegen nehme ich dann gerne noch eine ölbasierte Pomade oben drüber, gar nicht mal viel, aber einfach nur, dass ich die Haare noch ein bisschen kompakter kriege. Wenn ich eine tolle machen will oder ein bisschen mehr das Ganze kompakter eben haben will, nicht mal unbedingt wegen Glanz, sondern einfach für das Kompakte, nehme ich eben noch ein bisschen ölbasiert. Da funktioniert auch eine feste ölbasierte, wenn ihr eben keinen Glanz oder möglichst wenig Glanz haben wollt, dass ihr aber einfach Haare halt zusammenhalten könnt. Wenn ihr Glanz haben wollt, könnt ihr dann eben auch eine weiche oder mittelfeste Pomade nehmen. Aber ansonsten funktioniert das eben 1A und dann könnt ihr theoretisch Sachen bauen, wie ihr wollt. Also das ist dann jetzt, wir reden hier wirklich von eigentlich Haare stylen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt hier auch wirklich, da ist halt immer die Frage, wie lange das hält. Sowas hält natürlich im Alltag nicht, aber wenn ihr mal ja einen Rockabilly-Abend haben wollt und ihr wollt so einen etwas wilderen Elephant's Trunk, das funktioniert schon. Also das funktioniert schon. Es wird jetzt keine 3-4 Stunden tanzen komplett durchhalten, aber ihr nehmt dann halt einfach euren Kamm mit und korrigiert halt nach. Also das funktioniert schon, dass ihr eben solche Frisuren bauen könnt damit. Ihr müsst natürlich immer wieder, ihr müsst halt auch üben, das Ganze so hinzuföhnen, aber grundsätzlich funktioniert das eben schon. Ich mache das jetzt auch nicht so oft, deswegen kriege ich es jetzt auch gerade nicht so hin, aber theoretisch geht da schon einiges. Es ist halt nur immer wieder recht strohig, das Ganze. Das ist halt das Einzige. Aber viele von euch wollen das ja auch recht matt haben und da wäre das natürlich das, ja, gerade bei geraden, feinen Haaren ist es so ein bisschen das Allheilmittel gegen Plattheit sozusagen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch zur Seite kämmen. Wie ihr seht, es ist zwar ein bisschen rupfig, aber ihr wollt ja auch Halt haben. Und dann könnt ihr das Ganze eben auch recht locker stylen sozusagen, wie ihr eben wollt. Ihr könnt das Ganze auch nach vorne stylen. Gut, das nach vorne stylen funktioniert jetzt nicht ganz so gut, weil ich eben eher nach hinten geföhnt habe, aber grundsätzlich ist das so wirklich, und wie gesagt, also Haarspray braucht es da halt wirklich nicht mehr. Klar sinkt das jetzt so ein bisschen ab mit der Zeit, aber ihr könnt halt nachstylen, wenn ihr so einen Halt haben wollt und das wirklich den ganzen Tag halten soll. Dann braucht ihr Haarspray, aber selbst dann hält es nicht, weil das Haarspray einfach bei Bewegung oder wenn ein Windstoß kommt, halt aufbricht und dann habt ihr eigentlich den gleichen Halt, wie ihr es bei dem habt. Das heißt, für alle, die viel Halt suchen, vor allem viel Volumen suchen, sind eben Pre-Styler wunderbar geeignet. Und der Nubibus ist dann nochmal ein bisschen stärker einfach als die zum Beispiel von Rarecraft. Das heißt, wenn ihr besonders viel Halt braucht, dann könnt ihr damit nämlich wunderbar arbeiten und das Ganze eben hinstylen, wie ihr wollt. Also da sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Und das Ganze könnte man jetzt eben, wenn man eine Tolle bauen will, versuchen eben runder zu gestalten. Dann würde ich auch einfach mit der Rundbürste sozusagen runder formen beim Föhnen. Also immer so nach vorne nehmen und dann anföhnen. Das habe ich jetzt fast ein bisschen zu gerade geföhnt. Aber theoretisch könnt ihr hier auch das Ganze eben wirklich schön rund bauen. Und wie gesagt, mit einer ölbasierten Pomade oben drüber wäre das Ganze eben noch ein bisschen weniger fusselig, blöd gesagt. Aber theoretisch seht ihr ja, was da an Volumen und Fülle und Rundung halt funktioniert. Das heißt, Nubibus, für alle, die ein bisschen mehr sich die Zeit nehmen wollen, weil da müsst ihr euch ja auch die Zeit nehmen, weil einfach nur reinmachen, kurz föhnen, funktioniert nur so halbwegs.
Das heißt aber, wenn ihr Spaß habt, Haare zu stylen, Haare zu modellieren, dann ist das auf jeden Fall was ihr ausprobieren solltet. Und dann mit dem, was ihr noch daheim habt, an Pasten, Clays und so weiter, könnt ihr es einfach kombinieren und mal ausprobieren, was man eben machen kann. Mit einer Clay würde ich es allerdings nicht unbedingt kombinieren. Ihr könnt es mal ausprobieren, aber dadurch, dass da schon relativ viel Tonerde drin ist, macht es dann eigentlich keinen Spaß mehr, das Ganze noch mit einer matten Paste oder einer Clay zu kombinieren. Zumindest nicht mit einer wasserbasierten oder UVB-Clay. Mit einer ölbasierten Clay geht es dann wieder halbwegs gut. Aber mit einer matten UVB-Paste oder einer wasserbasierten Paste oder einer wasserbasierten Clay wird das Ganze dann halt so derart trocken, dass ihr wirklich, also wenn ihr so einen richtigen ich habe in die Steckdose gefasst Look haben wollt, dann funktioniert es. Aber das Durcharbeiten und Einarbeiten macht dann nicht mehr wirklich Spaß und es wird wirklich strohtrocken, die Haare. Ansonsten probiert es gerne mal aus. Wir haben jetzt mittlerweile oder werden im Shop jetzt eben die Tuben bekommen. Das heißt, hier hat bei Elementum umgestellt von diesen Glasflaschen auf Tuben. Das ist einerseits tatsächlich ein bisschen besser, weil dieser Pumpmechanismus teilweise eben verstopft, der kann dann eben nicht mehr verstopfen und man bekommt einfach nicht bei dem Pumpmechanismus nicht alles aus der Flasche raus, weil eben auch der Stutzen unten teilweise eben nicht alles rauskriegt und bei dem anderen könnt ihr es quasi aufrollen wie eine Zahnpastatube und bekommt dann auch tatsächlich alles raus. Zum Reisen ist es angenehmer und zerbrechen kann da halt auch nichts mehr. Von daher, auch wenn es jetzt von Glas auf Kunststoff ist, aber in dem Fall ist es tatsächlich einfach für alle angenehmer, weil es eben beim Transport nicht kaputt gehen kann. Wenn wir es zu euch schicken und das Paket irgendwie mal auf den Boden fliegt, kann da nichts kaputt gehen und für euch ist es einfacher, weil ihr wirklich alles nahezu restlos aus der Tube kriegt. Genau, nicht wundern, es ist weiterhin dieser Schlüssel drauf, es heißt weiterhin Nubibus. Schaut gerne bei uns im Shop mal vorbei und wie gesagt, wärmste Empfehlung von mir, ich glaube auch vom Alex. Probiert es auf jeden Fall mal aus und wenn ihr Fragen habt dazu oder allgemein zum Haare-Stylen, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Schreibt uns per WhatsApp, eine Mail, auf Instagram, in den Kommentaren auf YouTube oder ruft uns an. Wir helfen euch gerne weiter. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Servus!